Hallo Deutschland, hallo YouTube, hallo liebe Valkyria Chronicles Fans. Ja, wir sind wieder hier in unserem Story Mode. Wir haben letztes Mal etwas über das Writing on the Wall gelernt, haben ein bisschen unsere Reporterin unterstützt finanziell und erwarten natürlich, dass sie jetzt ein tolles Buch über uns rausbringt. Ja, so, ich bin Michael und wir machen weiter mit unserer Story. Viel Spaß! Squad 7's suppression of the enemy camp on the West Bank gave us the foothold we needed. Also, der Vorstoß von Squad 7 auf das feindliche Camp hat uns genau den Boden gebracht, den wir brauchten. Now we'll join the Army's vassal battalion in Operation Cloudburst to take back the bridge. Nun werden wir uns also der Basel-Armee anschließen, die in der Operation Cloudburst versucht, die Brücke zurückzuerobern. Militia forces will take the point, crossing the bridge and attacking the eastern camp. Die Streitkräfte der Miliz werden den Punkt einnehmen, die Brücke überqueren und das östliche Camp angreifen. Captain, crossing that bridge means breaching the enemy bridgehead. So, Faldio gibt zu bedenken, Captain, wenn die Brücke zu überqueren, bedeutet, dass wir durch den gegnerischen Brückenkopf durchbrechen. What sort of on-site backup and supplies can we expect from the army on this? Also welche Art von Unterstützung können wir denn von der Armee in diesem Punkt erwarten? The plan calls for the army to commence its operation after we've struck the bridgehead. Also der Plan sieht vor, dass die Armee ihren Angriff beginnt, sobald wir im Brückenkopf eingedrungen sind. Wait a minute. So we're just being offered up on a platter? Also, warte eine Minute. Heißt es, wir werden hier als Kanonenfutter angeboten? I know how you feel. I felt that way when I was a militia foot soldier too. Ich weiß genau, wie du fühlst. Ich habe mich auch so gefühlt, als ich noch ein Fußsoldat der Miliz war. But sometimes being a soldier means taking on tough missions, even dangerous ones. Aber manchmal bedeutet es, dass man als Soldat eben auch schwierige Missionen annehmen muss. Eben sogar die sehr gefährlichen. Understood, Captain. Ich habe verstanden, Captain. I'm not saying you're wrong, Faldio. Ich sage ja nicht, dass du falsch liegst, Faldio. Breaching that bridgehead by ourselves it's going to be tough. Also den Brückenkopf der Feinde zu durchbrechen, auf uns alleine gestellt ist, wird sehr schwierig werden. Captain Virat, may I go observe the area around the bridge? Valkin fragt, Captain Verrott, darf ich ein bisschen die Gegend um die Brücke herum beobachten? Observe it? I don't mind, but what do you... Beobachten? Nun, es ist mir egal. Aber warum möchtest du die Brücke beobachten? Welkin! Alicia kommt rein. Welkin! Sergeant Melchiot, what is it? Sergeant Melchior, was ist los? Oh, sorry to interrupt the meeting. Oh, tut mir leid, das Treffen zu unterbrechen. We're finished, it's fine. Now, I assume there's a reason for your visit? Wir sind gerade fertig, das ist okay. Nun, ich denke, es gibt einen Grund für deinen Besuch? Yes, Captain. Ja, Captain. Welkin, I mean Lieutenant Gunther, the squad. They're at each other's throats. Welkin, ich meine Leutnant Gunther. Das Squad, sie gehen sich gerade gegenseitig an die Gurgel. What? Was? Please stop them, sir. I tried to, but I couldn't. Bitte haltet sie auf, Sir. Ich habe es versucht, aber ich konnte nicht. You want me to break it up? Du möchtest, dass ich den Streit löse? I don't know. Maybe it'd be better to just let him have it out. Ich weiß nicht so recht. Vielleicht ist es besser, man lässt sie das einfach austragen. Let them have it out? You can't just ignore them. Sie austragen lassen? Das kannst du nicht einfach ignorieren. I'm not ignoring them. I think it's important that they say what they're thinking. Ich ignoriere es ja nicht, aber ich denke, es ist wichtig, dass sie sagen, was sie denken. Butting heads over differing opinions can be one way to bring people closer together. Über verschiedene Dinge unterschiedliche Meinungen zu haben, kann Leute sogar zusammenschweißen. Well, but that may be, but I still... Aber, das mag ja sein, aber ich denke dennoch,
Look, you can't just sit here while your squad's tearing itself apart. It's not right. Sieh mal, du kannst doch nicht einfach hier rumsitzen und zuschauen, wie dein Squad auseinanderfällt. Das ist nicht richtig. Now get a move on, sir. Also beweg dich endlich, Sir. Hey, Alicia? Hey, Alicia? Sounds like he's got his hands full. Klingt danach, als hätte er alle Hände voll zu tun. It's all part of growing as a team. Das gehört alles dazu, um im Team zusammenzuwachsen. Jawohl. Soweit, so gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was das denn für ein Streit ist, der da am Laufen ist. Hold on! Hört auf! Okay, what's going on here? You really have to ask, Lieutenant? It's either her or me, pal. Who let her in anyway? You really think I'm gonna work with a dark hair? She'll blow us all up. Besides, I can't stand the stink of her! Her type's got a bad reputation and everybody knows it. No Darksons allowed. You hear me? Oh yes, I've heard everything you have to say. But I'm still a human being, the same as you. Besides, no evidence exists to substantiate what you call the Darkson calamity. It's a myth. Excuse me? So what, you're calling me stupid now? Stop it, that's enough! Okay, boss man. We won't fight alongside no Darkson. What about that can't you understand? Another thing we ain't doing is taking orders from some hotshot greenhorn. All right, fine. Now listen and listen good. I'll have that bridge back in Gallia's hands in 48 hours. Huh? Now, if my plan fails, which I doubt, then I'll resign. And Squad 7 will be all yours, Largo. But if my plan works, you'll take my orders and like it. Your funeral, boss man. You sure about this? Yes, I am. But, wait a sec. Welkin? Entschuldigung. So, was ist passiert? Was ganz Wichtiges ist passiert. Also, wir haben den Streit beobachtet zwischen Teilen unseres Squads und eben dem sogenannten Darkson. Ne? Darkson sind in diesem Spiel eine Art Menschen, die gering geschätzt werden. Man wirft ihnen vor, sie hätten den halben Planeten in die Luft gesprengt. Kommen wir später nochmal darauf dazu. Man sagt ihnen, dass sie bösartige, dunkle Wesen sind, die im Prinzip der Allgemeinheit nur schaden wollen. Und Rosie sagt halt direkt, dass sie auf keinen Fall mit einer Darkson zusammenarbeiten wird, das in dem Fall ja die Schwester von Valkyria ist. Und Largo stimmt dem zu und als Valkyria versucht, das Ganze zu stoppen, wendet Largo außerdem noch ein, dass sie auch gar nicht mehr weiter auf die Befehle von einem jungen, unerfahrenen Anführer hören wollen. Und ja, also es ist halt ein bisschen schwierig, das Gespräch führt zu nicht Gutem und deswegen hat Valkyria die Idee, er behauptet dann, er würde die Brücke, also die Basil-Brücke innerhalb von 48 Stunden erobern können. Und wenn er das schafft, dann soll Largo nie wieder seine Autorität in Frage stellen und brav tun, was Valkyria sagt. Und falls nicht, würde er zurücktreten und das Squad 7 Largo überlassen. In dem Fall würde er natürlich dann seine Schwester mitnehmen. Und das Darkson-Problem wäre dann für das Squad ja auch erledigt. Also er merkt hier, dass man mit guten Argumenten diesem Vorteil nicht beikommen kann und versucht jetzt einfach seine Autorität durchzusetzen, indem er sich eben aus dem Fenster lehnt und naja, jetzt mal gucken, ob er da nicht zu viel gewagt hat. Ne? Schauen wir mal weiter.
Welkin? Welkin? What's up? Was ist los? What's up? You just made an insane promise, that's what's up. Was los ist? Du hast gerade einen völlig verrückten Vorschlag gemacht. Das ist los. I'm sorry, Welks. I shouldn't have argued. This is all my fault. Nun, Isara entschuldigt sich. Es tut mir so leid, Rex. Ich hätte nicht streiten sollen. Das ist alles meine Schuld. It's nobody's fault, Ace. It's a war. We're all on edge here. Da hat niemand Schuld, Is. Es ist einfach Krieg und da sind wir alle sehr nervös. And this mission certainly isn't helping. It's little wonder the troops are upset. Und diese Mission wird ganz sicherlich nicht helfen. Es ist ja schon ein kleines Wunder. Es ist ja schon gar kein Wunder, dass die Truppen so angepisst sind. Yeah. Ja, That's why pulling this operation off is the perfect way to bring the squad together. das ist auch der Grund, warum diese Operation anzufangen der perfekte Weg ist, um das Squad wieder zusammenzuführen. That'd be great if it works. Das wäre ja großartig, wenn es funktionieren würde. But how can you possibly hope to take back the bridge in just 48 hours? Aber wie zur Hölle kannst du nur annehmen oder hoffen, die Brücke innerhalb von 48 Stunden zurückzuerobern? Well, that's the hard part. Naja, das ist der schwierige Teil des Plans. Aha! Aha. Huh? Aha, what? Hä? Aha, was? I was hoping, but there they are. Ich habe es gehofft, aber dort sind sie. Isara, Alicia, think you can do me a favor? Isara, Alicia, denkt ihr, ihr könnt mir einen Gefallen tun? Sure, what is it? Sicher, was ist es? Was möchtest du? You follow me? Folgst du mir? But that's... Is that even possible? Aber ist das überhaupt möglich? Well, Is, think you can make it by tomorrow? Nun ja, Isara, denkst du, du kannst das bis morgen hinkriegen? Yes, I'll get to work on it now. Ja, ich werde sofort mit der Arbeit anfangen. All right. I'll trust you on this. Okay, ich werde dir in dieser Sache vertrauen. Thanks, Alicia. Well, let's get started. Danke, Alicia. Nun dann, lasst uns anfangen. Also das, was er am Anfang gesagt hat, folgst du mir, ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint, im Sinne von, verstehst du, was ich vorschlage, ne? So. Gut. All right, let's hear this brilliant plan. Also dann lass mal deinen brillanten Plan hören. And it's too late to back out, boss man. You got that? So let's hear it. Es ist zu spät, um noch einen Rückzieher zu machen. Bossman, sagt Lago. Hast du das verstanden? Also lass mal hören. We're going to strike the enemy encampment on the east bank. Wir werden das gegnerische Lager an der Ostküste angreifen. Whoa, hold it. You're asking us to die for you? Ha, halt mal. Du bittest uns für dich zu sterben? One squad ain't breaching that bridgehead, buddy boy. That would be suicide. Ein einziges Squad wird niemals diesen Brückenkopf durchbrechen. Mein lieber Junge, das wäre Selbstmord. We're not taking on the bridgehead. Wir werden den Brückenkopf gar nicht erobern, We're taking on this, the river. weil wir den Brückenkopf angreifen. Wir werden über den Fluss kommen. We'll use the fog as cover as we cross the river, then launch a surprise attack. Wir werden den Nebel als Deckung benutzen, während wir den Fluss überqueren und dann einen Überraschungsangriff beginnen. Oh, come on. Is this just some game to you, boyo? Ach, na komm schon, ist das eine Art Spiel für dich, Junge? Swimming a couple of foot soldiers over there ain't gonna do much if we got no tanks. Selbst wenn wir ein paar Fußsoldaten da drüber schwimmen würden, die würden nicht viel ausrichten können ohne einen Panzer. Don't worry, I've got that covered. Isara? Keine Sorge, ich habe mich bereits darum gekümmert. Isara? I've fitted the Edelweiss with water-resistant measures to allow for submersion. Ich habe den Edelweiß mit
wasserabweisenden Ummantelung versehen, sodass wir unter Wasser fahren können. It will only hold for a few minutes, but it should be enough to cross. Es wird zwar nur für ein paar Minuten halten, aber es sollte genug sein, um über den Fluss zu kommen. Hold on just a sec. Ships come through here. It's gotta be too deep for a tank. Moment, warte mal eine Sekunde. Hier fahren Schiffe durch. Es kann viel zu tief für einen Panzer sein. We're covered. Look, see that over there? Auch darum habe ich mich gekümmert. Guck mal da drüben. What's that? Grass? Was ist das? Gras? Mistletoe, a tall aquatic plant found in the estuaries of some rivers. Das ist Mistletoe. Das ist eine Wasserpflanze, die in einigen Flüssen gefunden werden I kann. noticed them when I came down to observe the river. This stretch runs shallow. Ich habe sie beobachtet, als ich zu diesem Fluss gekommen bin. Dieser Gürtel ist sehr flach. Shallow enough for a tank to drive across. Trust me on this. Also flach genug für einen Panzer, um durchzufahren. Vertraut mir in dieser Sache. First, the Edelweiss will cross over and clear out any Imperial patrols on the shore. Zuerst wird die Edelweiss den Fluss überqueren und jegliche imperialen Patrouille an der Küste ausschalten. Then Lieutenant Gunther will send up a flare, signaling the rest of us to follow by boat. Dann wird Leutnant Gunther eine Leuchtrakete starten, die den Rest von uns signalisiert, auf dem Boot zu folgen. Right. Now let's get started. I'll see you on the other side. Genau, also lasst uns anfangen. Ich sehe euch auf der anderen Seite. You hear something? Yeah, I do. Hörst du was? What is it? Was ist das? Beats me. Puh. The Edelweiss swims just fine. Fall in, Sevens! Edelweiss schwimmt ganz wunderbar. Folgt Squad 7. Gut. Ja, damit sind wir vor unserer nächsten Hauptmission. Svelken hat es tatsächlich geschafft, der alte Teufelskerl, hier über den Fluss drüber zu kommen mit der Edelweiss. Und ja, hat dem Squad befohlen zu folgen und dann geht es weiter mit der Hauptmission. Gut, die wird dann Gegenstand des nächsten Teiles sein, nächsten Partes sein. Also ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, der Story zu folgen. Ich habe euch da nicht zu viel versprochen, das ist schon eine sehr schöne, epische Geschichte. Und im nächsten Part beginnen wir dann unseren Angriff auf die Brücke von Wesel. Also dann, ich wünsche euch was, passt auf euch auf, seid nett zueinander. Bis bald. Ciao.